Die junge Frau wurde unter seltsamen Umständen in ihrer eigenen Wohnung gefunden und die Ermittler konnten den Fall schnell aufklären. Doch schon bald tauchten zahlreiche unbequeme Fragen und widersprüchliche Punkte auf, die alle dazu veranlassten, darüber nachzudenken, ob diese Geschichte wirklich abgeschlossen war. Und als schließlich die ganze Wahrheit ans Licht kam, erschütterte der Ausgang dieses Falls die Öffentlichkeit bis ins Mark. Tina Livernash Hines wurde am 27. Februar 1974 im US-Bundesstaat Wisconsin geboren. Nach dem Schulabschluss lernte sie einen jungen Mann namens Jeremy kennen. Als Tina 19 Jahre alt war, heirateten sie. Er trat der Marine bei, weshalb die Familie in einen Vorort von Jacksonville in Florida umziehen musste. Etwa zur gleichen Zeit wurde Tina schwanger und das Paar erwartete sein erstes Kind. Jeremy verbrachte die meiste Zeit auf einem Militärstützpunkt in der Nähe der Stadt, während Tina in einem Restaurant arbeitete. Sie bewarb sich außerdem an einer Universität in Wisconsin und plante, dorthin zurückzukehren, sobald Jeremy von Florida in einen anderen Bundesstaat versetzt werden konnte. Im April 1994, als Tina 20 Jahre alt war, lebten sie weiterhin in einer kleinen Wohnanlage in der Nähe der Militärbasis. Zu diesem Zeitpunkt war Tina in der 15. Schwangerschaftswoche und arbeitete weiterhin im Restaurant. Etwa zur gleichen Zeit kam Jeremys jüngerer Bruder Chet zu ihnen. Er war damals 19 Jahre alt und hatte vor, sich in Florida niederzulassen, doch zunächst fiel es ihm schwer, eine eigene Wohnung zu finden. Er wartete darauf, dass seine Verlobte mit ihrem Kind zu ihm kam. Bis dahin bot Jeremy seinem Bruder an, in seiner Wohnung zu wohnen. Sie hatten kein zusätzliches Schlafzimmer, also schlief Chet auf dem Sofa im Wohnzimmer. Als Dank dafür, dass sie ihn bei sich wohnen ließen, half der junge Mann Tina bei der Hausarbeit. Die junge Frau war im 4. Monat schwanger und arbeitete weiterhin, daher fiel es ihr schwer, alles alleine zu bewältigen. So ging es bis zum 16. April. An diesem Tag ging Tina zur Arbeit, während Jeremy bereits seit einigen Tagen auf der Militärbasis war. Am nächsten Tag, früh um 5:45 Uhr, rief Chet die Polizei an und sagte, er brauche Hilfe, woraufhin er hinzufügte, dass ein Mord geschehen sei. Die Polizisten kamen zur Wohnung und fanden Tinas Leiche in ihrem Schlafzimmer. Sie lag auf dem Bett mit einem Kissenbezug über dem Kopf und die Beamten stellten sofort fest, dass das Opfer mehrere Messerstiche erlitten hatte. Ihre Kleidung unterhalb der Taille fehlte, woraus die Polizisten schlossen, dass sie missbraucht worden war. Chet erzählte, dass er an diesem Abend etwas trinken gegangen sei und gegen 1:30 Uhr morgens nach Hause zurückgekehrt sei, woraufhin er auf dem Sofa im Wohnzimmer eingeschlafen sei. Etwa 2 Stunden später habe er gehört, wie Tina von ihrer Nachtschicht im Restaurant zurückkam und sei wieder eingeschlafen. Dann, gegen 5:45 Uhr morgens, wachte er durch den Klang des Feueralarms und den Geruch von Rauch auf. Als er die Augen öffnete, sah er, dass ein Teil des Sofas, auf dem er lag, in Flammen stand. Anschließend bemerkte Chet, dass es im Wohnzimmer und in der Küche 3 weitere Brandherde gab. Der junge Mann löschte sie und ging dann in Tinas Schlafzimmer, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei, und entdeckte ihre Leiche. Chet fügte hinzu, dass die Eingangstür offen gestanden habe, als er aufwachte. Nachdem er die Leiche entdeckt hatte, rannte er zu den Nachbarn und rief von deren Telefon aus die Polizei. Medizinische Experten stellten fest, dass Tina mindestens 27 Messerstiche erlitten hatte und bestätigten, dass sie sexuell missbraucht worden war. Außerdem hatte sie versucht, sich gegen den Täter zu wehren, wie die zahlreichen Kratzer und Abschürfungen an ihren Händen belegten. Die Ermittler sammelten alle Messer in der Wohnung ein, doch keines davon stimmte mit der Tatwaffe überein. Während die Kriminaltechniker versuchten, weitere Beweise zu finden, sprachen die Ermittler mit Chet, der ihnen sofort verdächtig vorkam. Die Beamten konnten nicht verstehen, wie der junge Mann nur wenige Meter vom Schlafzimmer des Opfers entfernt hatte schlafen können, ohne aufzuwachen. Ausgehend von seiner Aussage und den vorliegenden Daten musste der unbekannte Täter irgendwie in die Wohnung gelangt sein, das Opfer misshandelt, ihr mehrere Dutzend Messerstiche zugefügt und anschließend an 4 Stellen in der Wohnung, darunter auch auf dem Sofa, auf dem Chet geschlafen hatte, Feuer gelegt haben. Und während all dieses Chaos herrschte, schlief der junge Mann ruhig weiter, obwohl er zuvor erwähnt hatte, dass er für einen Moment aufgewacht sei, als Tina von der Arbeit zurückkam. Noch mehr Verdacht gegen Chet kam auf, nachdem die Polizei seine Vorstrafen überprüft hatte.
Es stellte sich heraus, dass der junge Mann mehrfach verhaftet worden war, unter anderem, weil er eine 17-Jährige geschwängert hatte. Zu diesem Zeitpunkt war er selbst 18 Jahre alt und das Mädchen bestand darauf, dass alles mit ihrem Einverständnis geschehen sei. Später wurden die Vorwürfe gegen Chad fallen gelassen, da sie ihn geheiratet hatte, doch er geriet dennoch wegen Diebstahls und anderer kleinerer Vergehen ins Visier der Polizei. So neigten die Ermittler zunehmend zu der Version, dass Chad hinter dem Mord an Tina steckte. Ihrer Ansicht nach könnte der junge Mann schon länger eine Anziehung zu dem Opfer empfunden haben und in jener Nacht ausgerastet sein. Nach der Tat habe er mehrere Brände in der Wohnung gelegt, um Beweise zu vernichten und eine Geschichte über eine offenstehende Tür erfunden, die auf einen Fremden hindeuten sollte. Aufgrund all dieser Umstände verhafteten die Polizisten Chad und klagten ihn wegen Mordes an, woraufhin der junge Mann in Untersuchungshaft genommen wurde. Er blieb bei seiner ursprünglichen Aussage und beharrte weiterhin darauf, dass er nichts mit diesem Mord zu tun habe. Bald darauf engagierte er einen Anwalt, der nach Argumenten für die Unschuld seines Mandanten suchte. Zunächst wies der Anwalt darauf hin, dass sich auf Chads Kleidung kein einziger Blutfleck befunden habe und sein Körper keine blauen Flecken oder Kratzer aufgewiesen habe, die das Opfer im Kampf hätte hinterlassen müssen. Die Anklage konterte dieses Argument mit dem Hinweis, dass der junge Mann nach der Tat seine blutbefleckten Kleider hätte ausziehen, sie zusammen mit der Tatwaffe aus der Wohnung bringen und anschließend die Blutspuren unter der Dusche abwaschen können. Sie fügte hinzu, dass Chad eine Verbrennung an der Hand gehabt habe, die einer Verletzung entsprach, wie sie durch den zu langen Gebrauch eines Feuerzeugs entstehen könne. Anschließend wies der Anwalt darauf hin, dass die Kriminaltechniker mehrere biologische Proben gefunden hatten. Unter Tinas Fingernägeln wurden Hautpartikel entdeckt und auf dem Laken ihres Bettes befanden sich Spuren von männlichem Sperma. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die DNA-Analyse in der Rechtspraxis noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und war bei weitem nicht so präzise wie heute. Daher stellte dies für die Geschworenen noch kein entscheidendes Argument dar, und die Experten konnten weder eine eindeutige Übereinstimmung noch klare Unterschiede zwischen den Proben feststellen. Darüber hinaus wurden 3 fremde Haare auf dem Körper und der Kleidung des Opfers gefunden, und die Untersuchung ergab, dass sie alle von derselben Person stammten, jedoch nicht von Chad. Diese Beweise spielten jedoch keine Rolle, da der Experte, der die Haare untersuchte, keine offizielle Schlussfolgerung darüber abgeben konnte, welchem Anteil der Gesamtbevölkerung diese Haare zugeordnet werden könnten, da die DNA-Untersuchungsmethoden zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage waren, eine solche Berechnung vorzunehmen. Die Anklage wies außerdem darauf hin, dass Chad bei seinem ersten Treffen mit seinem Bruder nach dem Vorfall in Tränen ausgebrochen sei und gesagt habe: „Es tut mir leid, ich wollte das nicht tun." Jeremy hingegen erklärte seiner Mutter, dass er seinen Bruder für den Mord verantwortlich mache, obwohl er Chad öffentlich nicht für den Tod von Tina verantwortlich machte. Chad wiederum war der Ansicht, dass Jeremy den Mord begangen haben könnte, da er und seine Frau sich häufig stritten und ihre Beziehung stark angespannt gewesen sei. Jeremy verfügte jedoch über ein unumstößliches Alibi. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Kriegsschiff und hätte das Verbrechen unmöglich selbst begehen können. Das einzige denkbare Szenario für seine Beteiligung wäre gewesen, dass er eine andere Person beauftragt hätte, den Mord zu verüben. Die Ermittler fanden jedoch keinerlei Beweise für diese Theorie, sodass eine Beteiligung des Ehemanns offiziell ausgeschlossen wurde. Darüber hinaus stellte der Anwalt eine der zentralen Fragen, die sich die Polizei seit Beginn der Ermittlungen gestellt hatte: Warum wachte Chad nicht auf, während nur wenige Meter entfernt ein Mord begangen wurde? Der Anwalt erklärte, dass bei dem Mann eine Schlafstörung diagnostiziert worden sei, aufgrund derer es äußerst schwierig gewesen sei, ihn zu wecken, insbesondere nach dem Konsum von Alkohol. Abschließend merkte er an, dass Jeremy und Tina einen Ersatzschlüssel für die Eingangstür unter der Veranda aufbewahrt hätten und fast alle ihre Bekannten davon wussten, sodass der Täter diesen Schlüssel problemlos hätte benutzen können. Der Prozess begann erst Ende 1996, also mehr als 2 Jahre nach dem Mord. Zu diesem Zeitpunkt verfügte die Anklage über ein weiteres starkes Argument für Chads Beteiligung an der Tat. Er befand sich während dieser Zeit im Gefängnis und 2 seiner Zellengenossen sagten aus, dass Chad ihnen gegenüber offen gestanden habe, Tina ermordet zu haben.
Diese Häftlinge sagten vor Gericht aus und zusammen mit den übrigen Argumenten der Staatsanwaltschaft überzeugte dies die Geschworenen von Chads Schuld. Der Mann wurde für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Damit galt der Mord an Tina offiziell als aufgeklärt. Chad beharrte jedoch weiterhin auf seiner Unschuld. 5 Jahre nach der Urteilsverkündung wandte er sich an eine Organisation, die unschuldig verurteilten Menschen half, und diese zeigte Interesse an seinem Fall. Als die Mitarbeiter erfuhren, dass unter den Fingernägeln des Opfers Hautpartikel eines unbekannten Mannes sowie auf den Laken Spermaspuren gefunden worden waren, legten sie gemeinsam mit Chads Anwalt Berufung ein und forderten eine erneute Untersuchung der vorhandenen DNA-Proben. Zu diesem Zeitpunkt waren die genetischen Analysen bereits deutlich weiterentwickelt und im Jahr 2005 stellten die Experten fest, dass die Hautpartikel, die Spermaspuren und die 3 Haare vom Körper des Opfers von ein und demselben Mann stammten. Dabei handelte es sich jedoch weder um Chad noch um Jeremy. Der Besitzer der DNA war nicht in der Datenbank des FBI registriert, doch für die Verteidigung bedeuteten diese Ergebnisse neue Hoffnung auf eine vollständige Rehabilitierung Chads. Kurz darauf kam eine weitere Tatsache ans Licht, die den Verlauf des Verfahrens maßgeblich beeinflusste. Es stellte sich heraus, dass die Kriminaltechniker einen blutigen Fingerabdruck neben dem Waschbecken in Tinas Wohnung gefunden hatten. Höchstwahrscheinlich stammte dieser Abdruck vom Täter, als er beschloss, das Blut des Opfers von seinen Händen zu waschen. Dieser Fingerabdruck gehörte jedoch weder Chad noch einer anderen bekannten Person des Falls, wurde jedoch aus bis heute ungeklärten Gründen vor Gericht nie erwähnt. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt war die Aussage eines Mitgefangenen, der seine Strafe im selben Gefängnis wie Chad verbüßte. Nach seinen Angaben hatte er ein Gespräch zwischen 2 anderen Häftlingen gehört, in dem diese darüber gesprochen hätten, wie sie Chad belasten und behaupten könnten, er habe ihnen den Mord gestanden. Trotz alledem versuchte die Staatsanwaltschaft, eine Revision des Falles zu verhindern, indem sie auf Chads Schuld bestand, doch seine Anwälte setzten sich schließlich durch. Auf der Grundlage all dieser Informationen hob der Richter das Urteil gegen Chad auf. Die Anklageseite kündigte jedoch umgehend an, den Mann erneut vor Gericht zu stellen, sodass er zunächst nicht auf freien Fuß kam. Die Vorbereitungen für den neuen Prozess dauerten etwa 1 Jahr. Letztendlich musste die Staatsanwaltschaft jedoch einräumen, dass Chads Beteiligung angesichts aller vorliegenden Beweise tatsächlich äußerst unwahrscheinlich erschien. Im Jahr 2007 verzichtete sie auf einen zweiten Prozess und der Mann kam nach 13 Jahren hinter Gittern wieder auf freien Fuß. Der Fall landete damit erneut auf dem Tisch der Ermittler, doch die wieder aufgenommenen Ermittlungen führten rasch zu einer Sackgasse. Die DNA des Täters war weiterhin nicht in der Datenbank registriert, ebenso wenig wie seine Fingerabdrücke, sodass das Verfahren erneut ins Stocken geriet. Dies blieb so bis 2017, als in der örtlichen Polizeibehörde eine Abteilung für ungelöste Verbrechen eingerichtet wurde. Die Ermittler nahmen sich Tinas Fall erneut vor. Doch selbst 23 Jahre nach dem Mord war die DNA des Täters noch immer nicht in der Datenbank zu finden. Im Jahr 2021 beschlossen die Ermittler schließlich auf genetische Genealogie zurückzugreifen und wandten sich an ein Unternehmen namens Otrom. Die Experten begannen, einen Stammbaum des DNA-Besitzers zu rekonstruieren und mit Hilfe öffentlich zugänglicher genetischer Datenbanken nach möglichen Verwandten zu suchen. Dieser Prozess zog sich über 4 Jahre hin und erst im September 2025 stieß das Unternehmen auf eine bestimmte Familie, die in den Tatjahren in der Nähe des Tatorts gelebt hatte. Innerhalb dieser Familie richteten die Ermittler ihre Aufmerksamkeit auf eine Person, die als Täter am ehesten in Frage kam, und baten einen nahen Verwandten um eine DNA-Probe zum Vergleich. Das Ergebnis zeigte, dass diese Person sehr eng mit dem Besitzer der Täter-DNA verwandt war. Es handelte sich um einen 51 Jahre alten Mann namens Michael Ziegler. Als die Ermittler begannen, diesen Mann näher zu überprüfen, stießen sie rasch auf eine Tatsache, die sie zutiefst schockierte. Michael war einer der engsten Freunde von Jeremy, dem Ehemann des Opfers. Zudem hatten beide gemeinsam in der Marine gedient und galten als Waffenbrüder. Michael war sogar Trauzeuge bei der Hochzeit von Tina und Jeremy, nur 5 Monate vor dem Mord. Im Jahr 2025, also 31 Jahre nach der Tat, befand sich Michael im Ruhestand und lebte gemeinsam mit seiner Mutter im Bundesstaat Georgia. In seinem bisherigen Leben hatte er keine schweren Straftaten begangen oder war wegen schwerer Verbrechen aufgefallen.
Zumindest war er nie verhaftet worden. Während der gesamten ursprünglichen Ermittlungen tauchte Michael kein einziges Mal in den Akten auf. Selbst Jeremy kam nie auf den Gedanken, dass sein Freund etwas mit dem Mord zu tun haben könnte, da absolut nichts darauf hindeutete. Für ihn blieb Michael stets ein Freund und ehemaliger Kollege. Nach dem Ende ihrer Militärzeit verloren sie jedoch nach und nach den Kontakt. Als die Polizei schließlich den Namen des mutmaßlichen Täters erfuhr, kontaktierte sie ihre Kollegen in Georgia, die Michael festnahmen. Anschließend wurde eine DNA-Probe entnommen, deren Auswertung eine vollständige Übereinstimmung mit dem Sperma, den Hautpartikeln unter den Fingernägeln des Opfers sowie den 3 fremden Haaren ergab. Infolgedessen wurde Michael wegen Mordes und Körperverletzung angeklagt und anschließend nach Florida ausgeliefert. Der Mann wurde inhaftiert, bis der Prozess beginnt, dessen Termin bislang noch nicht festgelegt ist. Bei der Vorverhandlung plädierte er auf nicht schuldig. Angesichts der erdrückenden Beweislage hat er jedoch praktisch keine Aussicht einer Verurteilung zu entgehen. Im Bundesstaat Florida droht ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit die Todesstrafe, weshalb nicht ausgeschlossen ist, dass die Staatsanwaltschaft ihm zu einem späteren Zeitpunkt einen Deal anbietet, bei dem er im Austausch für ein Geständnis eine lebenslange Haftstrafe erhält und so der Todesstrafe entgeht. Was Chad betrifft, so kehrte er unmittelbar nach seiner Freilassung zu seiner Familie nach Wisconsin zurück. Während all dieser Zeit erhielt er keinen einzigen Cent als Entschädigung für die 13 Jahre seines Lebens, die er im Gefängnis verloren hatte. Der Hauptgrund dafür liegt in den Gesetzen Floridas, nach denen unschuldig Verurteilte keinen finanziellen Ausgleich erhalten, wenn sie zuvor andere Vorstrafen hatten. Wie bereits bekannt, waren gegen Chad kurz vor dem Mord Verfahren wegen geringfügiger Vergehen eingeleitet worden. Dennoch zeigte sich der Mann erleichtert, dass letztlich Gerechtigkeit hergestellt wurde, wenn auch mit einer extremen zeitlichen Verzögerung. Derzeit gibt es keine Informationen darüber, ob er versucht hat, eine Bestrafung der Polizeibeamten oder der Staatsanwälte zu erwirken, die ihn des Mordes an Tina beschuldigt hatten. Wie wir uns erinnern, war während des ursprünglichen Prozesses auf mysteriöse Weise ein blutiger Fingerabdruck nicht erwähnt worden, der eindeutig nicht von Chad stammte, obwohl dieses Beweisstück den Verlauf des Verfahrens grundlegend hätte verändern können. Es ist nicht auszuschließen, dass dies kein Zufall war. Offenbar entschied sich Chad jedoch dagegen, sich in weitere langjährige Gerichtsverfahren zu verstricken. Abschließend sei erwähnt, dass Tinas Eltern nach dem Mord an ihrer Tochter ein Stipendium für bedürftige Kinder ins Leben gerufen haben, das die Kosten für den Besuch der katholischen Schule übernimmt, die Tina einst besucht hatte. Dieses Stipendium besteht bis heute und Tinas Angehörige organisieren weiterhin verschiedene Veranstaltungen, um dafür Spenden zu sammeln. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.